Moin Leute und willkommen zum zweiten Part des Transporterausbaus. In diesem Video könnt ihr sehen, dass wir den Boden von Rost befreit haben durch Abschleifen und neu lackieren. Zusätzlich haben wir ein Dachfenster eingebaut und haben mit der Amaflex-Dämmung angefangen. Leider ist uns da ein bisschen was schief gegangen, später aber dazu mehr. Hier sieht man schon ganz deutlich das Problem, wir haben ziemlich viele Roststellen. Damit wir in der Zukunft keine weiteren Probleme mehr mit dem Boden bekommen, haben wir gesagt, dass wir komplett den Boden einmal abschleifen und mit einem 3-in-1 Lackschutz die Oberfläche behandeln. Nach dem Schleifen ist es natürlich extrem wichtig, dass wir einmal den Boden vollständig sauber machen. Heißt absaugen und drüber wischen, sodass diese ganzen Rostpartikel entfernt werden und der Lack natürlich am besten hält. Glücklicherweise hatten wir hier auch ein paar Helfer, damit das ein bisschen flotter geht, denn alleine macht das überhaupt keinen Spaß. Ja, und so sah es aus vor dem Lackieren. Wir hatten natürlich einige Stellen, die wir ein bisschen extremer abschleifen mussten. Und das, was soweit noch gut war, haben wir nur leicht angeschliffen, sodass der Lack hält. Frisch lackiert sieht das natürlich top aus und ich hoffe, dass die Lebenszeit von dem Transporter dementsprechend ein bisschen gestiegen ist und uns nicht der Boden wegrostet. Und weiter geht's mit dem Dachfenster. Wir haben das natürlich angezeichnet, die Punkte angekörnt und mit einem Durchmesser von, glaube ich, 26 mm haben wir das Ganze vorgebohrt, sodass wir die Geraden später mit der Stichsäge aussägen können. Wichtig hierbei ist ein extrem langes Metallsägeblatt, damit ihr auch die Höhenunterschiede im Blech ohne Probleme durchsägen könnt. Um unnötige Kratzer durch die Sägespäne unter der Stichsäge zu vermeiden, kleben wir das Blech drumherum ab. Nach dem Abkleben geht es natürlich ans Sägen. Ich muss sagen, anfangs dachte ich, es wäre ein bisschen schwieriger durch das Metall zu sägen, aber das ist hier kein Problem, man kommt hier extrem einfach durch. Ich habe mir hier extrem viel Zeit gelassen, dass ich den Spaltmaß so klein wie möglich halte und dementsprechend eher nachkorrigieren musste. Somit wird natürlich der Spalt kleiner und es ist einfacher, das ganze Fenster abzudichten. Bevor wir das Klebeband entfernen, gucken wir erstmal, ob das Fenster passt. Denn so könnten wir natürlich nachbessern, ohne wieder alles voll zu kleben. Und siehe da, es passt. Wir müssen jetzt natürlich das Klebeband entfernen und gucken, dass wir das alles mit Alkohol reinigen, dass später Sikaflex, was unter dem Fenster angebracht wird, auch ordentlich an dem Blech haften bleibt. Die Kanten werden einmal geschliffen und lackiert, damit diese vor Rost geschützt werden. Normalerweise sind diese Fenster für Wohnmobile und eigentlich nicht gedacht für Transporter mit nur dünnem Blech. Dementsprechend brauchen wir hier auch, wie die Seitenfenster, ein Holzgestell. Damit der Rahmen im rechten Winkel steht, haben wir uns hier solche Winkel bestellt bei Amazon. Den Link zu den Winkeln findet ihr in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, die sind extrem praktisch, gerade wenn man vorbohren möchte, damit das Holz nicht springt und danach eine Schraube nachsetzen möchte, ohne dass sich irgendwas verzieht. Wie schon vorher erwähnt, einmal die offenen Metallstellen einmal lackieren und ganz wichtig, trocknen lassen. Wir waren da ein bisschen zu voreilig und dementsprechend hat sich das Sikaflex ein wenig verbunden mit dem Lack, aber ich muss sagen, es war genügend Lack aufgetragen und es war schon so weit angetrocknet, dass das kein Problem sein sollte. Nun muss Sikaflex auf den Rahmen. Achtet hierbei, dass ihr im Blech auch Höhenunterschiede habt, die ihr ausgleichen müsst. Wir haben das einfach so gemacht, wir haben gleichmäßig auf dem Holz Sikaflex verteilt, das dann rangedrückt und geguckt, wo diese Aushöhlungen sind und diese nochmal zusätzlich mit Sikaflex befüllt. Damit der Rahmen eigenständig klebt und das Sikaflex sich gleichmäßig verteilt, haben wir das Ganze mit Klemmen befestigt. Von unten konnten wir an den Rahmen ansetzen und wir haben oben auf das Dach noch extra Latten gelegt, damit sich die Kraft besser verteilt. Somit verteilt sich auch das Sikaflex besser.
In den Zwischenräumen haben wir nochmal zusätzlich Sikaflex reingepumpt, dass es dort auf jeden Fall dicht ist und auch gleichzeitig von der Rahmeninnenseite ein bisschen Sikaflex auf den Holzrahmen geschmiert, in der Hoffnung, dass es dann umso dichter ist. Weiter geht's mit dem Fenster. Da ist eine kleine Nut ringsherum, die man mit Sikaflex befüllt. Nachdem das Fenster eingesetzt wurde, gab es Winkel, die an den Holzrahmen angebracht wurden, um das Fenster ranzuziehen und zu befestigen. Endlich ist das Fenster drin und ich muss leider sagen, dass wir anscheinend an einer Stelle zu wenig Sikaflex hatten, denn an einer Ecke kam etwas Wasser herein und tropfte am Holzrahmen herunter. Somit würde ich beim nächsten Mal die Einbuchtungen mit einem 3D-Druck ausfüllen und mit Sikaflex einkleben. Und kommen wir zum nächsten Missgeschick des Tages. Wir hatten angefangen Amaflex zu verkleben und davon gar nicht wenig. Doch im geschlossenen Zustand merkte man extreme Gerüche, die extrem unangenehm waren. Grund dafür war, dass wir Amaflex genommen haben von der Sorte ACE. Die war natürlich die günstigste und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden. Hätten wir ein bisschen mehr recherchiert vorher, dann hätten wir herausgefunden, dass diese auch noch ausdünstet. Und das wollten wir natürlich nicht. Dementsprechend haben wir dann nochmal Amaflex XG bestellt. Damit wir natürlich diese Gerüche nicht mehr im Transporter haben, mussten wir das Amaflex ACE wieder entfernen. Das empfehle ich auf jeden Fall keinem von euch. Das Amaflex lässt sich nicht gerade gut von den Wänden wieder ablösen und hinterlässt Klebereste, sowohl Fasern, die dort in dieser Klebe bleiben. Damit natürlich das neue Amaflex auch wieder ordentlich haften kann, mussten wir das vollständig entfernen. Das heißt, wir mussten Kleberentferniger kaufen und gucken, wie wir das abbekommen. Die Klebereste waren so hartnäckig, dass wir einen Küchenschaber genommen haben, um diese zu entfernen. Dabei sind uns leider ein paar Missgeschicke passiert, und zwar Kratzer. Die mussten natürlich mit Primer versiegelt werden und mit Lack nochmal zusätzlich geschützt werden. Das heißt, das Ganze wurde kostenaufwendig und sehr anstrengend. Ich glaube, für die ganze Entfernung haben wir allein 3-4 Tage benötigt, durchgehend, wo wir da am Rumkratzen waren, und es war das Gefühl, als würden wir nicht vorankommen. Aber mehr zur Isolierung im nächsten Video. Da erkläre ich, wie wir den Boden isoliert haben, und solltet ihr Produkte haben wollen, die wir hier genutzt haben, die stehen in der Videobeschreibung als Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne über den Link kaufen. Ja, bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, noch was. Wenn ihr irgendwelche Informationen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge habt, gerne unten in den Kommentarbereich. Ich freue mich auf jeden Text, den ihr schreibt, und antworte natürlich auch persönlich. Dankeschön.